hier ist die Annie Bross. Ich bin wieder für euch da und male mit euch. Heute entsteht eine Miniserie von 4 Bildern. Ich habe mir das Aquarellpapier bereits mit Kreppband entsprechend abgeklebt und da werde ich nun mit schwarzer Acrylfarbe beginnen. Diese Serie ist besonders interessant für Sammler, denn Sammler kaufen sehr gerne Unikate natürlich, Originale und auch Kleinstserien von Bildern. Und genau das ist meine Absicht, dann jemand zu finden, der sagt, er möchte gerne 4 schöne Kunstwerke haben, die er zusammen an die Wand hängen kann. Und besonders Sammler, die schauen immer danach, dass sie eine komplette Serie dann vom Künstler erstehen können, da das ja auch eine Wertsteigerung ist für später, wenn der Künstler immer bekannter wird. Und deshalb möchte ich das auch mal ausprobieren. So, jetzt habe ich mir noch eine lila Farbe dazu genommen. Ich arbeite hier immer bildübergreifend. Das heißt, ich male immer die gleichen Farben auf alle Bilder und vom Motiv her wird es natürlich immer anders. Jedes Bild dieser Serie ist unterschiedlich. Nur die Farben und die Techniken wende ich gleichermaßen an. Ihr könnt das einzeln nacheinander malen, so wie ich das hier gerade mache, oder ihr könnt auch Striche direkt sofort über alle 4 Bilder ausführen. Das bleibt euch überlassen, wie ihr das macht. Und das werden abstrakte Motive, da ich ja allgemein sehr gerne abstrakt male, wie ihr wisst. Das ist eine Malform, die mich persönlich sehr anspricht. Mit einer weißen Acrylfarbe kann ich jetzt noch andere Farbnuancen herbeizaubern. So, jetzt seht ihr, wie ich das in einer höheren Geschwindigkeit ausführe und da eine gelbe Neonfarbe hinzufüge, die sehr gut harmoniert zu dem Lila und dem Schwarz-Grau. Jetzt habe ich da eine andere gelbe Acrylfarbe in einem sehr satten Ton.
Dieses Gelb habe ich nun abgemischt mit dem Schwarz, was ich vorher hatte, und habe da so ein bisschen einen Braunton gemischt, der jetzt auch noch aufs Papier kommt. Nachdem die Farben getrocknet sind, habe ich mir eine Borte aus weißem Papier geholt. Die werde ich jetzt in Stücke schneiden und dann auf die Kunstwerke aufbringen. Auf dieser Borte war auch etwas gelbe Farbe drauf und das ergibt dann einen sehr schönen Kontrast, wenn man das jetzt auf diese Flächen mit einarbeitet. Ich schaue genau, wie ist die Position des Papieres am besten hin und nehme mir dann Acrylbinder, bestreiche diese Papierborte, die hat so eine Art Lochmuster. Mit dem Finger streiche ich es zunächst fest, damit es richtig sitzt, und anschließend wird es nochmal fixiert mit einer weiteren dünnen Schicht Binder, die ich oben drüber streiche, damit das alles für die Ewigkeit hält. Die gleiche Vorgehensweise findet natürlich für die anderen 3 Bilder statt. Das brauche ich jetzt nicht noch näher zu kommentieren. Das wisst ihr jetzt schon.
schaut einfach dabei zu. Ich überlege mir, wie die Komposition auf dem zweiten Bild am besten ist für diese Papierborte. Drücke sie wieder fest und bestreiche sie dann auch wieder mit einer Binderschicht, um beide Papiere miteinander zu verbinden. Für diese Mixed-Media-Werke empfehle ich euch, Material zu sammeln, auch wenn ihr noch nicht vorhabt, ein Bild damit zu gestalten. Es ist wichtig, dass man sich Materialien aller Art zu Hause sammelt. Und das lege ich dann immer in verschiedenen Kästen ab. Und da war auch jetzt eben diese Borte, die zur Verfügung steht. Und wenn man dann so ein Mixed-Media-Werk einmal eben in Angriff nimmt, dann hat man schon eine Auswahl an Materialien, die man dann gleich sofort benutzen kann und sie nicht kaufen muss, denn meistens sind das ja sogar irgendwelche Abfallprodukte, die man vielleicht in den Müll werfen würde. Die können da wunderbar als Upcycling noch benutzt werden für die Kunstwerke. Und genauso war das eben mit dieser kleinen Borte, die ich da mal übrig hatte von einer anderen Bastelei. Und die hatte ich mir aufgehoben und jetzt findet sie einen wunderschönen Platz auf meinem neuen Kunstwerk. Den Acrylbinder, den ich hier immer zum Festkleben benutze, der wird ja bei vielen Einsätzen in der Acrylmalerei verwendet. Da schadet es nichts, wenn ihr also vorhabt, Acrylmalerei zu eurem Hobby zu machen und Mixed Media zu gestalten, dann könnt ihr ruhig so einen halben Liter oder 1 Liter von diesem Binder kaufen. Der hält sich sehr lange in einer verschlossenen Box oder in einer Tube, je nachdem. Und das könnt ihr dann immer wieder verwenden. Jetzt habe ich noch Zeitungsausschnitte, die ich da ebenfalls mit aufkleben möchte.
Das geschieht genauso wie bei der Borte mit Binder, den ich auf diesen kleinen Ausschnitt streiche und dann eben in das Bild einfüge. Anschließend einfach festdrücken und mit dem Pinsel nochmal eine Schicht Acrylbinder drüber legen. Diese alten Zeitungsausschnitte stammen auch aus meiner Sammlung mit den Materialien. Das sind schon sehr alte Zeitungsausschnitte. Das sieht man, weil das Papier schon ein bisschen angegilbt ist. Und das ist genau der Charme, den es ausmacht, wenn es dann auf so ein Kunstwerk kommt. Und natürlich gibt es das im Bastelladen auch neu sozusagen zu kaufen, auf alt getrimmt, aber ich schaue immer, dass ich alte Zeitungen irgendwo erhalte. Und die vergilben ja sowieso mit der Zeit. Und so habe ich dann auch Zeitungsausschnitte in einem Antik-Look zur Verfügung. Ihr könnt alternativ auch irgendwo ein altes Buch kaufen und dann solche Buchseiten benutzen. Das ist jederzeit auch möglich. Das bekommt ihr auf dem Flohmarkt zum Teil umsonst oder ihr zahlt 1 Euro für das Buch und habt da etliche Seiten zur Verfügung, die ihr verwenden könnt. Interessant sind auch immer Seiten, wo so alte Zeichnungen drauf sind, die man in den Büchern eben vorgefunden hat oder vorfindet. Und da hat man dann gleich ein interessantes Motiv, so wie ich jetzt hier. Das ist ein Gesicht gewesen von so einer Zeichnung. Und das habe ich jetzt mir so zurecht gemacht, dass ich eben da die Mitte von diesem Gesicht drauf habe, was zu sehen ist dann im Bild. Dann kann ich das mit integrieren und das wird dann was ganz Besonderes. Auch wieder eine schöne Schicht mit Acrylbinder drüber legen, damit alles gut haftet. Schön festdrücken, dass keine Blasen drin sind in dem Papier.
Ich positioniere jetzt noch in dem 4. Bildabschnitt ebenfalls diese Zeichnung auf dem alten Papier. Die Position immer vorher festlegen, bevor ihr den Kleber aufbringt. Das ist am sinnvollsten. Dann kann man immer hin und her schieben und schauen, wo es am besten hinpasst. Mit einem Permanentmarker fahre ich fort und bringe nun dünne schwarze Linien auf die Bilder auf. Ich arbeite hier gerne mit ähnlichen Elementen auf allen 4 Bildern, damit es einen Einklang ergibt und man auch erkennen kann, dass es eine Serie ist. Aber natürlich ist es sehr individuell gestaltet. Jedes einzelne kleine Bild für sich ist ja schon ein Unikat und durch diese Farbgestaltung und ähnliche Elemente, die da vielleicht vorkommen, wird es zur Serie, in dem Fall eine Miniserie von 4 hübschen kleinen Bildern, die zusammengehören, die man idealerweise auch zusammen sehen sollte oder aufhängen sollte in seinem Zuhause. Mit dieser Serie möchte ich auch Sammler ansprechen, die darauf Wert legen, solche Unikat-Serien zu erwerben.
Als nächstes bearbeite ich mit Acrylfarbe in Weiß und Gelb und versuche die Motive noch zu verschönern. Wenn man das ganz dünn über andere Farbelemente drüber legt, dann kann man Teile des Bildes in den Hintergrund bewegen. Man kann Bilder auch ruhiger gestalten, indem man manche Teile dann mit Farbe wieder übermalt. Man kann Partien damit hervorheben, indem man Teile ausblendet, und dann sieht es aus wie hinter so einer dünnen Lasurschicht. Ich habe das Weiß mit ganz minimal Gelb angetönt. Wie ihr seht, erscheint es dann in einem sanften Beige. Solche Mixed-Media-Werke sind ja deshalb so bestechend und schön, weil es da aus ganz unterschiedlichen Schichten besteht. Egal, ob man jetzt eben Papierausschnitte verwendet oder eben diese Acrylfarbe oder andere Farben oder Stifte. Ganz egal, was ihr da für Materialien aufbringt, es können auch ganz andere Materialien sein, wie Stoff zum Beispiel. Das ist für mich somit das Faszinierende an einem Mixed-Media-Werk, dass man da unterschiedliche Materialien in Schichten hat, die dann insgesamt eine tolle Wirkung ergeben und den Betrachter faszinieren, denn wenn er das dann anschaut, dann sieht er immer wieder etwas Neues, entdeckt wieder eine neue Sichtweise, eine neue Form, eine neue Farbe, und genauso soll das sein. Da wird das Interesse des Betrachters
damit angeregt, und auch für den Künstler ist es interessant, diese Schichten übereinander zu legen und zu verbinden, zu komponieren. Es ist einfach fantastisch, das gefällt mir sehr gut. Aktuell arbeite ich jetzt mit der gelben Farbe im Zusammenhang mit dem Weiß, und je nachdem, wie ich das mische, erhalte ich dann unterschiedliche Farbtöne, die ich dann auf das Bild setze. Mit etwas Wasser habe ich die gelbe Farbe verdünnt und spritze sie mit dem Pinsel auf. So, es ist nun getrocknet. Jetzt kann ich das Krepppapier abziehen. Dabei müsst ihr sehr, sehr vorsichtig sein, damit sich da nicht das Aquarellpapier mit verbindet und abzieht. Also immer schön vorsichtig anlösen und möglichst ganz ruhig und sanft herunterziehen. Das finde ich immer ganz gut, diese Lösung mit dem Kreppband, weil dann hat man gleich saubere Kanten des Bildes, wenn das so gewünscht ist. Und in dem Fall ist es gewünscht, weil ich das dann in 4 Kunstwerke aufteile. Danke fürs Zuschauen, eure Anne Pross, und vergesst nicht, mit der Schere schön in der Mitte auseinanderschneiden. Dann habt ihr 4 Kunstwerke auf einen Sitz. Dankeschön. Ciao, ciao.